Hallo zusammen. Heute möchten wir euch zeigen, wie ihr die Assistentenfunktion in Google Voice verwenden könnt. Dazu meldet ihr euch einfach in der Admin-Konsole ein unter admin.google.com, geht auf die Apps, Google Workspace und seht dort das Icon für Google Voice und auch nebendran steht Google Voice. Klickt darauf und dann auf Service Managen. Dann gelangt ihr hier in diese Maske und wählt aus Auto Attendance. In dem Fall haben wir schon mal einen angelegt, das ist nicht schlimm. Wir erstellen jetzt einen neuen, dafür einfach auf Create klicken und dann geben wir dem Ganzen einen Namen. Ich möchte einen Assistenten für unser Support-Team machen, da wir sowohl GCP als auch, GCP muss ich auch richtig schreiben, als auch Google Workspace anbieten, möchte ich das Ganze einfach aussteuern. Dann können wir jetzt hier auch noch eine Beschreibung eintragen, möchte ich jetzt nicht und sage erstellen. Danach gelangen wir hier in diese Maske. Zuerst können wir hier die Default Language einstellen. Was ist damit gemeint? Diese Sprache wäre, wie spricht der Sprachcomputer? Da wir überwiegend deutsche Kunden haben, möchte ich ein deutsches auswählen. Dann können wir den Voice-Typ auswählen. Voice 1 ist eine weibliche Stimme, Voice 2 ist eine männliche Stimme. Wir lassen es jetzt mal bei Voice 1. Und dann können wir sagen, wie schnell soll der Computer sprechen. Ich lasse es jetzt beim Standard und ihr könntet es euch jetzt hier unten als Beispiel über diesen Play-Button nochmal anhören. Dann speichern wir das Ganze und gelangen hier wieder zurück. Jetzt definieren wir erstmal, was soll der Anrufer zuerst hören. Ich sage herzlich willkommen bei Cloudwürdig. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? So, uppala. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Danach wäre das die erste Ansage, die jeder Anrufer hört, der auf dieser Nummer anruft. Die Nummer weisen wir gleich noch zu. Sagen wir hier dann. Und jetzt können wir gewisse Sachen auswählen. Also, was können wir auswählen? Dass es direkt zu einer Voicemail geht, möchten wir nicht. Dass der Call direkt abgebrochen wird, möchten wir auch nicht. Wir können den Anruf direkt transferieren. Das möchte ich nicht. Ich möchte ja das Auswahlmenü haben. Deshalb wähle ich hier die erste Option aus und sage, jetzt muss ich hier wieder definieren, was angesagt wird. Bei welchem Thema können wir Ihnen weiterhelfen? Dann habe ich hier Option 1 und Option 2. Das würde bedeuten, drückt die Person die Nummer 1, würde Folgendes angesagt werden. Sie benötigen Support im Thema GCP? Fragezeichen. Das Ganze kopiere ich mir jetzt natürlich, dass es ein bisschen schneller geht und mache das schon direkt für unsere Google Workspace Gruppe. Und dann kann ich hinten dran definieren, was soll danach passieren, wenn derjenige die Zahl drückt. In dem Fall sage ich, es soll automatisch ein Transfer geschehen. Also ihr könntet beispielsweise auch jetzt noch ein Submenü machen. Möchte ich jetzt nicht, weil ich finde es auch immer sehr nervig, wenn man durch 100 Menüs klicken muss, um erstmal anzukommen. Ihr könnt direkt Voice machen, ihr könnt eine Nachricht senden oder den Call transferieren, was ich in dem Fall möchte. Jetzt könntet ihr hier nochmal eine optionale Sprachansage machen. Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte einen direkten Abwurf. Ich mache es jetzt mal direkt auf einen User. In dem Fall ist der Kollege Peter direkt für den GCP-Support zuständig. Ich könnte es auch auf eine Ring Group machen, macht in dem Fall natürlich mehr Sinn. Aber ich lasse es jetzt mal hier einfach auf den Peter laufen. Dasselbe machen wir jetzt natürlich hier drüben auch nochmal. Ihr könnt das natürlich auch mischen, beispielsweise, dass der Google Workspace-Anruf direkt auf eine Mailbox geht. Aber ich möchte es jetzt auch zum Caller transferieren. Sage jetzt hier auch wieder, ja, hier nehmen wir mal die Ring Group und sagen, ich möchte das Ganze auf die Ring Group Support abwerfen. Jetzt haben wir das hier alles schon definiert. Was wird passieren? Der User ruft an, klickt die 1 und wird abgeworfen auf die entsprechende Gruppe. Jetzt kommt es natürlich auch vor, dass jemand anruft an der Nummer und merkt, ah, Mist, ich wollte doch eigentlich keinen Support, ich möchte den Einkauf. Also sage ich einfach Sales, beziehungsweise sage auch hier von hier oben und möchte einen Abwurf auf das Sales-Team machen und wähle auch hier wieder einen Caller auf, Transfer zu Caller. Hier nehme ich jetzt mal direkt eine Person. Das ist jetzt in meinem Fall mal der Benny. Der übernimmt jetzt heute mal die Thematik Sales. Und wie ihr seht, ihr könnt das Ganze individuell gestalten. Jetzt kommt ihr hier vorne, seid ihr aber auch begrenzt in den Nummern. Also ihr könnt maximal 10 unterschiedliche Menüs bzw. Nummern auswählen.
eine Option. Ansonsten müsst ihr Submenüs machen. Aber ich denke, 10 Nummern sollten reichen. So, dann sagen wir hier einmal Done. Dann haben wir das Größte auch so gesagt schon gemacht. Interessant ist natürlich, was ist, wenn derjenige statt einer 3 eine 4 drückt? Das wäre ein Fehler. Also müssen wir hier neben das Error Handling auch noch einstellen. Also, angenommen, derjenige hört die Ansage, nach 8 Sekunden ist immer noch keine Auswahl getroffen, dann würde das Menü hier oben nochmal durchlaufen lassen. Das könnt ihr auch wieder individuell einstellen von 2 bis 12 Sekunden. Ich sage jetzt mal 6 Sekunden und dann fängt das Menü von vorne an. Eingaben beispielsweise, die nicht zutreffen, also eine 4 zum Beispiel, das tragen wir jetzt mal ein. Diese Auswahl steht nicht zur Verfügung. Und danach könnte ich jetzt hier auch sagen, okay, ich möchte das Menü wiederholen, ich möchte den Anruf auflegen oder halt zu jemand anderem weiterleiten. Ich sage, ich möchte das Menü einfach wiederholen. Und so könnt ihr hier auch die ganzen Errors abfangen. Sagen hier dann haben wir das auch schon gemacht. Jetzt ist es natürlich auch der Fall, dass der Support bei uns nicht 24 Stunden besetzt ist. Entsprechend können wir auch hier Business Hour definieren, identisch wie in dem letzten Video, was wir gemacht haben. Das handelte komplett über die Ring Groups. Könnt ihr euch auch gerne angucken, blenden wir oben rechts ein. Und dann könnte ich jetzt hier auch nochmal die Zeiten definieren. Was soll nach der Zeit passieren? Als Beispiel, ich möchte danach automatisch einen Abwurf machen, Transfer Caller, und wähle hier dann einfach eine Ring Group aus. Beispielsweise Support. Fehler. Würde ich das jetzt machen, hätte ich so gesagt eine Schleife, bringt mir nichts. Also, ich möchte das Ganze per Voice erhalten. Jetzt kann ich hier 10 E-Mail-Adressen eintragen, welche das Ganze erhalten sollen. Ich sage, der Benny soll diese Voicemail erhalten. Und dann passt das soweit. Jetzt sage ich hier noch, Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Natürlich könnt ihr das jetzt auch noch weiter ausführen, wann sind die Geschäftszeiten und so weiter. Aber ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. So, dann haben wir das alles hier eingestellt. Jetzt kann ich dem Ganzen noch eine Nummer zuweisen. Ich möchte eine Nummer übernehmen. Jetzt muss ich das erst publishen. Publishen wir ganz mal den Assistenten. Das dauert einen kurzen Moment. So, und jetzt kann ich eine Nummer auswählen. In dem Fall nehme ich meine Gruppe von davor. Alternativ könnt ihr natürlich auch eine andere Nummer verwenden. Ich übernehme jetzt einfach diese Nummer. Dann haben wir dem Ganzen auch schon eine Nummer zugewiesen. Das war's. So schnell könnt ihr einen Assistenten einrichten. Ich denke, ihr habt verstanden, wie es geht und welche Möglichkeiten ihr zu dem Ganzen habt. Also euch ist so gesagt keine Grenze gesetzt. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch gerne jederzeit bei uns melden. Unser Support-Team hilft euch da auch gerne. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.